G8. Noch mehr Belastung für unsere Schüler? G8 ist ein Programm der Regierung, durch welches die gymnasiale Schulzeit von 9 auf 8 Jahre verkürzt wird, um den globalen Standards zu genügen und wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Auch wenn sich die Wirtschaft mit G8 ökonomische Vorteile erhofft hatte, hat sich die Meinung der Bevölkerung mittlerweile gewandelt, da sich erste Konsequenzen der gestiegenen Belastung für die Schüler, wie häufig auftretende Kopfschmerzen oder Versagensängste gezeigt haben, sodass die Resonanz nun überwiegend negativ ist. Ja, ich habe eigentlich schon ziemlich viel Stress in der Schule. In der Schule habe ich nicht so viel Stress und Hausaufgaben habe ich aber sehr viel auch. Ich habe eigentlich gar nicht viel Stress in der Schule und auch richtig wenige Hausaufgaben. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die so damit klarkommt, aber ich habe wirklich nicht viel zu tun zu Hause. Ich habe nach meinem Empfinden viel Stress in der Schule und viele Hausaufgaben auch. Ich habe wenig Stress in der Schule, weil ich immer ordentlich und vorlerne und deswegen nicht so viel Stress bekomme. Und an den Hausaufgaben ist das so, dass wir zwar einiges aufbekommen, aber vieles auch zusammenhängend ist in den verschiedenen Fächern, weshalb man schon vieles vorher mal hatte und sich dann da bedienen kann an den vorherigen Sachen. Ich merke, dass ich ein Jahr weniger habe daran, dass die Schüler irgendwo einfach unreifer sind. Also sie sind noch nicht so weit entwickelt, wenn sie ihr Abitur fertig haben. Und ich finde, das merkt man auch irgendwo in der Stufe. Es ist irgendwo schwer vorstellbar, wenn man jetzt denkt, dass wir in einem Jahr schon erwachsen sind und irgendwo ins Leben entlassen werden. Man merkt oft, dass die Lehrer darauf achten, dass man ein Jahr weniger hat, dass man halt mehr zu tun hat und ja. Ich merke eigentlich überhaupt nicht, dass ich ein Jahr weniger habe. Ich habe aber auch keine älteren Geschwister, die ein Jahr mehr hatten. Deswegen weiß ich auch nicht, wie es anders sein würde. Ich finde, man merkt es nur gering. Also an sich am Unterrichtsmaterial nicht. Aber man merkt also schon, dass dieses Jahr, das fehlt, halt eben bei den Personen schon einiges ausmacht. Also das hört man ja auch oft, dass diese Persönlichkeit, die entwickelt sich ja besonders erst in diesem letzten Jahr und bei uns dadurch, dass das Jahr im Prinzip fehlt, ist halt wirklich, dass da noch einige Menschen nicht so weit kommen da mit ihrem, wie sie sich verhalten und so, dass sie nicht angepasst sind, noch nicht komplett an das, was nachher folgt. Das wackelt. G8 ist nicht, wie viele denken, neu eingeführt, sondern tatsächlich wieder eingeführt. Diese Schulform stammt nämlich schon aus der preußischen Zeit. Es ist sogar so, dass G8 in Thüringen und Sachsen nie abgeschafft wurde. Roman Herzog hat 1997 die Idee ausgesprochen, G8 in komplett Deutschland wieder einzuführen. Sein Hauptargument war, dass den Schülern durch die Schule zu viel Zeit gestohlen würde. 2008, 2009 wurde zum Schulbeginn G8 in komplett Deutschland dann wieder eingeführt. Ist scharf gestellt? Also Freizeit habe ich, wenn, eigentlich nur noch am Wochenende. Ja, dann kann man sich schon noch mit Freunden treffen, aber in der Woche ist das schwer. Meine Freizeitgestaltung beschränkt sich sehr, da ich mich halt auch in meiner Freizeit nach der Schule richte und die Schule halt irgendwo immer die erste Priorität hat. Ich kann meine Freizeit sehr gut gestalten. Ich habe sehr, sehr viel Freizeit, kann viel lesen, kann viel zu Hause machen, ohne dass ich irgendwie noch Schulverpflichtungen habe. Ja. Ich kann meine Freizeit noch sehr gut gestalten. Zum Beispiel spiele ich 2 Instrumente, Klavier und Geige, welche ja beide sehr zeitaufwendig sind, besonders Geige. Und deswegen finde ich, also es klappt eigentlich schon ziemlich gut, weil ich Nachmittagsunterricht noch ziemlich in Ordnung ist. Dies waren also einige Meinungen der Schüler. Wie das aber nun mit den Effekten des effizienteren Lernen, der flexibleren Unterrichtsvorbereitung oder aber auch dem früheren Einstieg ins Berufsleben aussieht, muss jeder für sich selber entscheiden. Doch was sagen eigentlich die Lehrer dazu? Die Umstellung auf G8 war für Lehrer eher ein geringes Problem, außer natürlich einer Lehrplan- und Unterrichtsumstrukturierung, die für alle notwendig war. Leistungsbezogen hat sich das Stresslevel in der Oberstufe nicht stark geändert. Dafür merkt man bei den Jüngsten, dass die Umstellung doch sehr groß ist.
Die Auswirkungen dessen gehen ins Familienleben und auch Vereinsleben hinein. Unsere ganze Gesellschaft verändert sich. Ich bin strikt gegen G8, da es keine Förderung bildet, sowohl im aktiven Schulleben als auch danach. So machen viele Schüler nachher erst ein freiwilliges soziales Jahr oder Praktika, bevor sie zur Uni oder Ausbildungsstätte gehen. G8 sollte auf jeden Fall wieder abgeschafft werden, da man Angleichungen mit anderen Ländern erreichen wollte, diese aber nicht möglich sind. Auch die neuen Reformen helfen dabei nicht. Also ich finde, das Stresslevel der Schüler zu beurteilen, inwiefern das von G8 abhängt, ist eine komplizierte Geschichte. Ich habe schon das Gefühl, und das wird mir auch gesagt, dass viele Schüler G8 als stressig empfinden, weil es natürlich komprimiert ist, in einer komprimierten Form und sie sich dadurch gestresst fühlen. Ja, also man macht die Dinge auch nicht mehr so vertieft, ne? Man reißt viele Sachen nur noch an. Ob das tatsächlich mehr Stress produziert, ist vielleicht auch eine Typsache. Also so die Frage, wie empfinden Sie die Belastung, enthält ja eigentlich schon die Antwort, dass es irgendwie belastend ist, ja. Und klar, es ist eigentlich ähnlich. Natürlich sind die Dinge komprimierter, manchmal hat man wenig Zeit, wenn die Klausurphasen laufen, dann kommt halt eine Klausur nach der anderen. Genauso hätten Schüler auch gerne, dass man korrigiert, also wie so eine Korrigiermaschine. Das kann man nicht immer leisten, das will man vielleicht auch nicht immer leisten. Ja, inwiefern ist es sinnvoll, G8, ja oder nein? Da muss man sich natürlich fragen, welche Zielsetzungen waren eigentlich damit verbunden? Weshalb haben wir das getan? Und da, ich weiß es nicht, ob wirklich, also ich sehe es kritisch und ich sehe es differenziert. Ich denke, dass mit G8 auch eine Ökonomisierung von Bildung verbunden ist. Dass man Bildung zur Ware macht, dass Menschen schneller fertig sein müssen, um noch schneller ausgebildet zu werden, um noch schneller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen zu können. Und das kann ich nicht unterschreiben, weil das einfach meinem persönlichen Bildungsbegriff widerspricht, dem Wert der Bildung. Also ich finde, dass Bildung dadurch schon entwertet wird, eben weil man viele Dinge nur noch anreißen kann, nicht mehr vertieft Dinge betrachten kann. Vieles Außerschulische wegfällt, ja, also wenig Raum für Exkursionen bleibt. G8 ist sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern umstritten, da die geplanten Ziele nicht erfüllt wurden. Wie die Veränderungen in den nächsten Jahren ausfallen werden, kann zu diesem Zeitpunkt nicht bestimmt werden.